Adjektivendungen. Dativ und Genitiv. Teil 3. Hey und willkommen zurück zu Adjektive meistern. Ja, unser Adjektiv-Chamäleon hier passt sich dem Kasus an. Wie ein Profi. Und heute lüften wir das wohl einfachste Grammatikgeheimnis des Deutschen. Dativ und Genitiv nach bestimmtem Artikel. Immer N. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Bleib dran, wir zeigen's dir. Schön, dass du wieder am Start bist. Falls du Teil 1, Basics, oder Teil 2, Nominativ und Akkusativ, verpasst hast und eine Auffrischung brauchst, die Links sind wie immer unten. Es lohnt sich. Hallöchen! Also Anna, nach Nominativ und Akkusativ fühle ich mich ja schon fast wie eine kleine Adjektiv-Queen. Aber jetzt kommen Dativ und Genitiv, habe ich gehört. Du hattest ja gespoilert, der Dativ sei eine echte Erholung. Stimmt das wirklich? Oder war das nur so dahingesagt? Ich bin gespannt. Kein leeres Versprechen, Lena. Den Dativ kriegen wir heute so entspannt hin, du wirst es lieben. Und auch der Genitiv ist mit ein paar Tricks gar nicht so wild. Und wir zeigen dir, und natürlich euch allen da draußen, wie easy das mit Dativ und Genitiv eigentlich ist, wenn der bestimmte Artikel schon da ist. Na gut, deine Worte in Gottes Ohr. Der Dativ mein neuer bester Freund? Und der Genitiv vielleicht, na ja, ein entfernter Bekannter, mit dem man klarkommt? Ich bin bereit für die nächste Runde. Wird gemacht. Frischen wir ganz kurz das Allerwichtigste auf und dann stürzen wir uns auf den super entspannten Dativ. Mini-Wiederholung. Der Endungscode und der faule Freund. Also, ganz kurz zur Erinnerung, Leute. Wenn ein Adjektiv vor einem Nomen steht und einen bestimmten Artikel, der, die, das etc. dabei hat, ist das die schwache Deklination. Das Adjektiv darf faul sein, weil der Artikel schon fast alles verrät. Genus, Geschlecht, und Numerus, Zahl, schnappt sich das Adjektiv vom Bezugsnomen. Und der Kasus, Fall, richtet sich nach seiner Funktion im Satz. Alles noch da, Lena? Klaro. Bezugswort sagt Geschlecht und Zahl. Die Rolle im Satz sagt den Fall. Und die N-Endung war ja schon im Akkusativ maskulin unser Freund. Mal sehen, ob der Dativ da mithalten kann. Perfekt. Du bist sowas von bereit für den Dativ. Adjektivdeklination nach bestimmtem Artikel. Der Dativ. Die Entspannungszone. So, und jetzt kommt die versprochene Grammatik-Wellness. Der Dativ nach bestimmtem Artikel. Haltet euch fest, denn hier ist die Regel unglaublich einfach. Steht ein Adjektiv nach einem bestimmten Artikel im Dativ, bekommt es immer die Endung N. Warte mal. Stopp! Echt jetzt? Immer? En? Boah, das klingt fast zu einfach. Bin ich im falschen Film oder was? Wo ist der Haken? Absolut kein Haken. Es ist wirklich so einfach. Egal ob maskulin, feminin, neutrum oder plural, nach bestimmtem Artikel im Dativ. Adjektivendung N. Schau dir das an. Maskulin, dem neuen Mann, wem? Dem neuen Mann. Feminin, der kleinen Frau, wem? Der kleinen Frau. Neutrum, dem alten Buch, wem? Dem alten Buch. Plural, den interessanten Leuten, wem? Den interessanten Leuten. Und wenn du mal unsicher bist, einfach erst auf den Artikel schauen. Der verrät dir schon fast alles. Dem, der, den zeigen dir ja schon den Dativ. Das ist ja der absolute Knaller. Dem Neuen, der Kleinen, dem Alten, den Interessanten. Okay, das brenne ich mir ins Gedächtnis. Dativ? Fertig. Warum hat mir das bisher noch niemand so simpel erklärt? Tja, manchmal sind die einfachsten Regeln die, die man am leichtesten übersieht.
Hier musst du dich also nur auf den richtigen Dativartikel konzentrieren und das Adjektiv macht mit N alles richtig. Okay. Dativ nach bestimmtem Artikel. Endung immer en. Das merke ich mir sowas von. Das sag ich jetzt jedem weiter. Mein neuer BFF in der Grammatik. Adjektivdeklination nach bestimmtem Artikel. Der Genitiv. Auch kein Monster. So, nachdem der Dativ jetzt dein bester Freund ist, schauen wir uns den Genitiv an. Und Lena, halt dich fest. Es wird dich vielleicht überraschen. Oh. Positiv oder negativ überraschen. Mein Genitivradar schlägt schon wieder aus. Ich sehe wessen, Fragen und Wörter mit es, bei denen ich nie wusste, woher die kommen. Oha, das kann ja heiter werden. Überraschend positiv. Denn auch im Genitiv nach bestimmtem Artikel bekommt das Adjektiv immer die Endung N. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Im Ernst? Auch im Genitiv immer. En? Ey, das ist ja richtig crazy. Das hätte mir mal früher jemand sagen sollen. Doch, kein Trick. Der bestimmte Artikel im Genitiv ist ja des, der, des, der. Und das Adjektiv danach. Ganz brav immer N. Schau her. Maskulin. Des neuen Mannes. Wessen? Des neuen Mannes. Feminin. Der kleinen Frau. Wessen? Der kleinen Frau. Neutrum. Des alten Buches. Wessen? Des alten Buches. Plural. Der interessanten Leute. Wessen? Der interessanten Leute. Achte auch darauf. Maskuline und neutrale Nomen bekommen im Genitiv oft ein zusätzliches S oder S, wie bei Mannes und Buches. Das Adjektiv bleibt aber bei en. Des Neuen, der Kleinen, des Alten, der Interessanten. Warte, heißt das jetzt echt, dass ich bei Dativ und Genitiv mit bestimmtem Artikel einfach immer en nehmen kann? Das ist ja fast unheimlich einfach. Siehst du. Bei der schwachen Deklination sind Dativ und Genitiv erstaunlich unkompliziert. Solange du den richtigen Artikel im Dativ oder Genitiv erwischst, läuft der Rest fast von allein. Quiztime. Bist du bereit? Okay, Lena. Und ihr alle da draußen, bereit, euer neues N-Wissen zu testen. Es wird ein bisschen knifflig, weil ihr auch den Fall erkennen müsst. Challenge accepted. Nachdem Dativ und Genitiv jetzt meine neuen Buddies sind, kann ja fast nichts mehr schiefgehen. Oder? Satz 1. Wir helfen dem. Alt, Mann über die Straße. A. Alte. B. Alten. C. Altem. Was meint ihr? A, B oder C? Puh, dem Mann. Das ist Dativ maskulin. Ganz klar B. Alten, weil wir im Dativ nach bestimmtem Artikel immer N nehmen. Perfekt, Lena. Alten ist es. Yes und denkt dran. Dem, Dativ, denkt an, N. Satz 2. Das ist das Auto des. Neu, Nachbarn. A, neun. B, neue. C, neues. Und hier Konzentration. Des Nachbarn, wessen Auto? Das ist Genitiv maskulin. Wieder A, 9, weil wir ja gelernt haben. Im Genitiv nach bestimmtem Artikel auch immer N. Das N ist ja ein echter Allrounder. Genau so. Neuen ist super. Du bist ja richtig im Flow. Des Genitiv, sag einfach des Neuen. Und du liegst richtig. Oder merk dir, des hat schon eins. Das Adjektiv braucht nur N. Und weil du gerade so gut dabei bist, nächster Satz. Satz 3. Die Kinder spielen mit den. Bunt. Bällen. Achtung, Dativ Plural. A. Bunte. B. Buntem. C. Bunten. Etwas schneller jetzt. Was ist es? Den Bällen. Mit wem oder was spielen sie? Dativ Plural.
Also muss es C sein. Bunten. Denn Dativ Plural mit bestimmtem Artikel kriegt auch immer en. Fantastisch. Du rockst das. Den Plural, Dativ, dassen im Artikel, signalisiert schon. Adjektiv auch auf N. Es ist wirklich oft die En-Party. Und eine letzte für die Profis. Die Melodie des, bekannt, Liedes ist wunderschön. Kleiner Tipp, Lied ist Neutrum. Des Liedes ist also Genitivneutrum. A. Bekannte. B. Bekannten. C. Bekanntes. Was ist hier die Lösung, ihr Grammatikfüchse? Des Liedes. Wessen Melodie? Das ist Genitivneutrum. Und was war dann nochmal die Endung für das Adjektiv? Ach ja, klar. B. Bekannten, weil Genitivneutrum mit bestimmtem Artikel, Überraschung, auch N bekommt. Exzellent, Lena. Wieder ein Volltreffer. Genau. Auch des im Neutrum Genitiv. Adjektiv auf N. Ihr seht, ihr da draußen, Dativ und Genitiv nach bestimmten Artikeln sind mit der En-Regel wirklich eure Freunde. So, Leute, das war der große Überblick über Dativ und Genitiv bei der Adjektivdeklination nach bestimmtem Artikel. Und was war heute die goldene Regel, Lena? Na ganz klar, fast überall. En. Die regelt einfach alles. Ich hätte nie gedacht, dass Grammatik so vorhersehbar sein kann. Genau. Es gibt also auch einfache Regeln im Deutschen. Wichtig ist jetzt, dass ihr dieses Wissen mit dem aus Teil 1, Basics, und Teil 2, Nominativ und Akkusativ, verbindet und immer schaut, welchen bestimmten Artikel habe ich und in welchem Fall steht mein Adjektiv. Und weil das noch nicht alles war und wir euch zu echten Adjektivprofis machen wollen, in Teil 4 wird's dann richtig spannend. Da schauen wir uns an, wie die Adjektive dekliniert werden, wenn ein unbestimmter Artikel, ein, eine, ein oder gar kein Artikel davor steht. Teil 4 ist die Champions League. Adjektive ohne Artikel, wie kriegt man da noch die Endung richtig hin? Mit unseren Tipps kein Problem. Sei dabei. Unbestimmter Artikel und kein Artikel? Oh Mann, das klingt jetzt aber wirklich nach Endgegner-Level. Aber nach dem heutigen N-Fest bin ich fast schon mutig. Wir kriegen das hin! Was war dein Lieblingssatz mit N heute? Schreib ihn unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video geholfen hat, Like und Abo nicht vergessen, damit du Teil 4 nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim eleganten Formulieren mit den richtigen N-Endungen. Wenn du heute gelernt hast, dass Adjektivendungen gar nicht so kompliziert sind, dann teile das Video mit allen, die auch noch glauben, Deutsch sei unfair. Tschüss!